Hi, vielleicht kennt ihr mich schon. Ich bin Dennis von Invent Medical. Ich bin der Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg tatsächlich. Ich bin mittlerweile seit fast 4 Jahren bei Invent Medical. Selber bin ich gelernter Orthopädie-Techniker, mache diese CAD-Geschichte schon seit mindestens 10 Jahren. Habe dementsprechend Erfahrung gesammelt, auch mit unterschiedlichen Scannern, unterschiedlicher Software. Und wir sind jetzt hier gerade bei Shining 3D im Office und dürfen natürlich auch mit dem Medixer etwas rumspielen. Ja, also den Medixer führe ich mittlerweile generell immer bei mir. Ist ein Top-Scanner und ich muss sagen, im Gegensatz zum H2, auch den hatte ich, den H1 hatte ich, die 1-Star-Scanner, ist er wirklich nochmal ein neues Level, weil wir hier einfach tatsächlich ein neues Gerät haben, wo wir alles in einem Gerät haben. Ich möchte euch mal so ein bisschen den Prozess zeigen, wie funktioniert der Scanner, warum empfehle ich ihn, sodass ihr auch ganz schnell erkennt, dass das Gerät einen eigenen Mehrwert hat. Und wir haben hier unseren Patienten aus Tschechien, den Peter. Er ist mittlerweile seit 20 Jahren amputiert, hat sehr, sehr viele Erfahrungen bei uns gesammelt, was 3D-gedruckte Schäfte angeht. Da sind wir ja stark in der Entwicklung, wer es vielleicht weiß. Und ihn wollen wir heute mal in eine Maßnahme simulieren quasi und auch mal den Bestellprozess für die Augeschäfte zeigen. Dementsprechend würde ich einfach mal anfangen, dass wir ein bisschen zu ihm rübergehen und ich seinen Stumpf etwas präpariere mit ein paar Aufbauten, die wir für den Testschaft machen bei uns und euch den Prozess dann entsprechend zeige mit dem Scan. Wir schauen uns das Scan-Detail auch genauer an, sodass ihr mal einen Einblick habt, was haben wir hier eigentlich für neue Werkzeuge und für neue Möglichkeiten, auch mit Invent Medical und dem 3D-Druck. Gut, also wir haben beim Augeschaft eigentlich immer Linerversorgung und auch entsprechend bei dem Fitschaft fangen wir mit Linerversorgung an. Ja, also wir brauchen Patienten, die schon relativ volumenstabil sind. Wir dürfen nicht zu wechselseitig beim Auge oder beim Fitschaft sein. Wir haben zwar beim Augeschaft zum Beispiel haben wir den Control-Schaft, wo wir Volumen einstellen können, aber eben nicht beim Fitschaft. Also hier müssen wir wirklich schauen, es ist kein klarsichtiger Diagnoseschaft, sondern, wenn ich mal seine Prothese kurz zeige, das ist unter anderem der Fitschaft. Er ist in einem FDM-Verfahren hergestellt, in einem High-Flow-Verfahren, ist hochfest, statisch belastbar bzw. getestet bis 350 Kilo. Ansonsten für Patienten geeignet bis Mobigrad 4 mittlerweile 110 Kilo und hält extrem viel aus. Theoretisch für den Langzeitgebrauch geeignet, nur eben bei uns als Diagnoseschaft quasi erstmal angeboten für den deutschsprachigen Raum. Gut, ich stelle sie mal zur Seite. Und zwar ist es so, wir haben zur Maßnahme nur noch folgenden Prozess. Wir brauchen nicht unbedingt ein Gipsmodell, wir können einfach auch mit 3D-Scans arbeiten. Es ist natürlich möglich, dass ihr beispielsweise auch Gipsmodelle mit einfügt in den Prozess, aber ansonsten wollen wir ja hier den digitalen Prozess zeigen. Wir haben blaue Pads, wir haben entsprechend rote Pads und diese roten Pads sind dafür da, dass wir Referenzmarkierungen machen. Was ich jetzt mache mit diesen roten Pads ist, dass wir zum Beispiel mal MPT markieren. Ja. So, das wird einfach aufgeklebt. Keine Sorge, die gehen auch wieder rückstandsfrei ab. Dann müssen wir die Beugesehnen markieren, lateral wie medial. Dann nehmen wir die blauen Pads. Die blauen Pads sind bei uns als Abstandshalter zur Entlastung knöcherner Bereiche geeignet. So. Die ziehe ich auch bloß wieder ab. Es ist alles vorbereitet bei diesen Pads, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Und klebe das Pad beispielsweise an der Schienbeinkante auf zur Entlastung dieser. Dann kann ich natürlich auch noch das Fibula-Köpfchen entlasten. Dafür gibt es entsprechend auch geformte Pads. Und schaffe ihm in dem Fitschaft dann bereits Platz, sodass er dort weniger Druckbelastung hat. Dann ziehen wir einen Strumpf darüber, damit sich die Pads auch nicht ablösen können.
Okay, gut. Alles vorbereitet und jetzt gehen wir auch schon in den Scanning-Prozess. Dafür haben wir auf dem Medixer, wenn ich es einmal kurz von nah vielleicht zeigen darf, die Möglichkeit anhand dieser O&P-Software, also Orthopädie-Technik-Software, das heißt, wir haben hier einen Körper, sodass der Techniker eigentlich nur entscheiden muss, was möchte ich scannen, welchen Körperteil möchte ich scannen. Möchte ich hier wie den Prothesenschaft, die Sitzschalen oder den Trittschrauben etwas Spezielles scannen, dann haben wir hier die Möglichkeit reinzugehen und wir haben schon Voreinstellungen. Diese Voreinstellungen sind extrem einfach zu handhaben, weil sie auf unserem Basiswissen natürlich basieren, beziehungsweise von uns auch mit erforderlich waren. Und diese Standard-Settings, ihr braucht euch quasi um nichts mehr kümmern, ihr müsst nicht überlegen, welche Settings brauche ich, welche Auflösung, welche Scan-Technologie brauche ich. Und wir gehen jetzt quasi hier in diese Standard-Settings einmal rein. Moment, jetzt muss ich einmal schauen, denn wir müssen den Schaft auch mit Weißlicht abscannen. Wir nehmen eine Auflösung von 1 mm und wir brauchen die Textur, weil beim Fit-Schaft müssen wir die blauen und roten Polster erkennen. Das braucht unsere Software, damit sie automatisch ein Modell daraus generieren kann. Dann sage ich, Markerausrichtung brauchen wir nicht und ich speichere das Ganze einmal ab. Jetzt gehe ich hier rein, starte, nachdem ich einen Projektnamen angegeben habe, den Scan. Und dann gehen wir eigentlich auch schon zum Patienten und der Scanner macht den Rest von alleine. Das heißt, er stellt automatisch die Belichtung ein. Man sieht auf dem Screen vielleicht ganz gut, dass er die Oberfläche bereits erkennt. Und ich gehe direkt in den Scan-Prozess. Der Scanner an sich ist absolut handlingfrei, er ist super schnell in der Bildaufnahme. So. Okay. Hier versuche ich alle Bereiche so gut wie möglich zu erfassen, damit wir so viel Details wie möglich drauf haben. Und man sieht vielleicht habe ich entsprechend, ich habe hier nicht ganz so viel Platz, um seinen Stumpf zu scannen. Während ich scanne, kann ich aber auch die Arbeitsdistanz nachstellen, um in diese Bereiche tiefer reinzukommen. Und so. Gut, dann haben wir nahezu alles abgedeckt. So. Ich kann mir den Scan bereits einmal anschauen auf dem Bildschirm und man sieht, hier ist ein Modell abgebildet mit allen möglichen Farben. Hier gehe ich jetzt quasi nur noch in die fortlaufenden Schritte, das heißt, ich schaue jetzt mal, was ist mein Modell. Ich kann das Ganze beschneiden, dafür kann ich beispielsweise auch das Modell auswählen, was ich brauche. Lasse alles Verbundene markieren, invertiere das und lösche die Daten raus, sodass ich auch hier möglichst schnell zu einem Scan komme, ohne Fragmente drumherum zu haben. Diese Stuhlkante ist auch kein Problem. Die kann ich jetzt hier einfach auch einmal abschneiden. Ja, dafür gehe ich hier rein. Und das Modell beschnitten und schon sind wir fertig. Dann klicke ich auf Weiter, sage, ich möchte das Ganze bestätigen. Und jetzt brauche ich nicht überlegen, was muss ich beim Post-Processing machen. Muss ich Daten neu generieren, muss ich Textur neu generieren. Dafür gibt es diese quasi All-in-One Post-Processing-Funktion, sodass automatisch schon zu diesem Produkt, was wir brauchen, das Post-Processing passiert. Das heißt, Oberflächen werden neu berechnet, die Texturen werden neu berechnet und das Modell wird automatisch auch in der Oberfläche geschlossen. Ja? Gut. Nun schauen wir uns das Modell gleich einmal an. Das dauert einen kleinen Moment. Ansonsten könnte ich in der Zeit auch das Gerät weglegen. Dafür gibt es entsprechend diese Halterung auf dem Tisch, wo ich das Gerät sauber drauflegen kann, ohne irgendetwas zu beschädigen. Und ich könnte jetzt beispielsweise auch bei ihm schon mal weitermachen und könnte sagen, ich nehme dir schon mal die Pads ab. Du darfst dich, in einer Kabine sind die meisten Patienten ja nicht stark bekleidet. Ich könnte ihn schon mal entsprechend wieder freigeben, dass er sich ankleiden kann, seine Prothese, falls er bereits eine hat, bei einer Folgeversorgung wieder anzieht. Ja, rückstandsfrei, keine Sorge, da passiert nichts.
Ja. Okay. Gut. Okay. Adam, you can take this. The prosthesis is already on. And maybe we can have a quick look on the prosthesis itself. Und zwar besitzt er diverse Anbauteile, ja? Der Prothesenfuß, sei es jetzt hier die Essor-Variation mit Unterbau. Was wir anfertigen, ist immer der Schaft mit dem Sicherheitsring. Alles, was da drunter kommt, ist uns persönlich egal. Ihr könnt hier sämtliche Anbauteile einfach drunter schrauben. Dafür gibt es dann eine Montagemöglichkeit direkt in dem Schaft. Und das ist alles sicher und wir geben auch die Garantie darauf, dass dem Patienten nichts passiert und dass die Stabilität gewährleistet ist. So, der Scanner ist jetzt auch schon fertig. Ich komme mal wieder zur Kamera. Und zwar haben wir jetzt die Ausrichtungsmöglichkeit. Sie ist kein Zwang, hilft mir aber als Techniker direkt weiter, wenn ich das Modell in eine Software importiere, das Modell wenigstens schon mal grob ausgerichtet zu haben, damit es nicht einfach wild irgendwie im Raum steht. Ja. So. Ups. So, von oben kann ich es auch drehen. So, verschieben und dann steht das Modell auch schon richtig. Jetzt gehe ich auch weiter und wie wir sehen, haben wir hier einen erstklassigen Scan mit den Polstern drauf, mit den roten Markierungen. Diese kleinen Falten hier hinten, das stört alles gar nicht. Wenn ich mal die Textur ausblende, seht ihr, wie klar dieses Ergebnis ist, wie klar die Kanten abgespiegelt werden. Es ist ein wirklich sauberer, schöner Scan. Ja. Wenn ich dann die Daten habe, gibt es mehrere Möglichkeiten. Meine empfohlene Lösung ist einfach, dockt den Scanner mit einem USB-C-Kabel am Laptop an, sodass ihr dann einfach die Daten herunterziehen könnt. Ansonsten gibt es die Shining 3D Cloud, da könnt ihr eure Daten natürlich hochladen. Später kommt auf jeden Fall noch eine Einbindung dieses Scanners eigentlich in unsere Plattform, sodass ihr die Daten direkt aus dem Scanner bei einer Hotspot-Anbindung auf unsere Plattform gegebenenfalls hochladen könnt. Das aber zu einem späteren Zeitpunkt, das ist noch nicht jetzt verfügbar. Okay, das war jetzt quasi der Prozess bis jetzt vom Scanner. Wir müssen jetzt aber in die Software natürlich weitergehen. Das heißt, diese Software, wir müssen jetzt die Daten vom Scanner runter exportieren und müssen dann aber auch entsprechend natürlich die Konfiguration bei uns im Online-Konfigurator machen. Dafür haben wir eine Online-Software. Da brauche ich keine CAD-Kenntnisse, ihr müsst die Daten nicht aufbereiten, das macht unsere Software, beziehungsweise ihr müsst einfach nur schauen, dass der Scan sehr ordentlich aussieht. Den könnt ihr euch aber auch gleich in dem Video, wird er gleich kurz eingeblendet, sodass ihr die Qualität und die Vorgabe des Scans erkennt. Hier einmal die Daten vom Scanner, der Export quasi auf den Laptop. Hier wählen wir das OBJ-Format aus, weil wir auch die Bildelemente dazu brauchen. Ja, deswegen Export als OBJ-Datei, Export über USB-C am Laptop angeschlossen, Daten runterholen wie von einem USB-Stick, ganz easy. Okay, dann gehen wir rein in unseren Online-Konfigurator. Das Produkt Fit aufrufen, sodass wir auch einen Fit-Schaft bestellen können. So ein Modell wird es werden. Das heißt, wir gehen hier rein in unsere Patientenaufnahme. Wir müssen ein paar Patientendaten eingeben. Dafür nehmen wir einfach mal Peters Namen. Und welchen Scan-Typ haben wir für die Eingabedaten genutzt? Wir haben einen Direktscan am Patienten gemacht. Wir haben kein Gipsmodell genommen dafür. Darum gehe ich jetzt auf den Patientenscan, lade die Datei hier hoch. Dafür haben wir hier den TT-Scan von eben und haben jetzt hier den Scan sichtbar und sehen auch hier die Farbinformationen ziemlich klar definiert. Ich bestätige den Scan. Peter ist links amputiert. Ich schätze ihn aufgrund dessen, dass er sehr, sehr aktiv unterwegs ist und auch sehr, sehr viel auch wandern geht und Bergsteigen macht. Also er ist wirklich ein sehr aktiver Patient auf Aktivitätslevel 4. Sein Gewicht schätzen wir jetzt einfach mal auf gute 70 Kilo. Wir würden sein MPT-Bodenmaß messen müssen. Das schätze ich jetzt mal auf ca. 40 cm. Wir nehmen seine Fußgröße, zwar nehmen wir ihn mal auf 27 cm. Welchen Liner-Typ trägt er? Peter ist ein Össur-Liner-Träger. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Ottobock oder Bulldog-Liner in der Konstruktion zu berücksichtigen. Empfehlen tue ich aber die Össur-Liner aktuell,
weil wir einfach viel Erfahrung mit mit den Linern gesammelt haben. Seine Linergröße, nehmen wir mal das zum Beispielmaß. Die habe ich jetzt leider nicht vorliegen, aber das ist nicht wild für die Demo-Konfiguration, die wir jetzt hier machen für ihn. Sein Schafttyp wird der Fitschaft. Das heißt, dieser Fitschaft ist quasi dieses Produkt mit einem möglichen Lock, ja, und einer Anschlussplatte dann für die Pyramide. Die Alternative ist auch, dass er beispielsweise natürlich ein Ausstoßventil nehmen kann. Wir haben hier aktuell 3 Typen zur Verfügung, der Fit Plus und der Diagnostik-Schaft. Der Diagnostik wird ein durchsichtiger Schaft, genauso wie der Fit Plus mit etwas mehr Komfort und einem Inliner, sind noch nicht verfügbar, kommen aber eben auch in Kürze. Ansonsten der Fit-Schaft. Ich trage hier seine Abduktion, Adduktion, Flexion mit ein, seine Stumpfbeschaffenheit. Wir nehmen jetzt hier mal grobe 5 Grad Flexion und auch eben in seiner Stumpfbeschaffenheit ist er eher etwas zwischen konisch und zylindrisch. Wir nehmen ihn jetzt mal als zylindrische Form. Volumen möchte ich zusätzlich reduzieren oder möchte ich zusätzlich Volumen im Schaft schaffen. Auch das könnt ihr eben in dieser Software einstellen. Oder möchtet ihr es einfach so lassen, wie es ist. Unsere Software, unser Algorithmus wird das Modell schon etwas sowieso kompakter gestalten, um den Stumpf gut zu halten, wird aber natürlich die blauen Pads, die ja den Platz schaffen sollen, entsprechend auch berücksichtigen, sodass die Entlastungsbereiche trotzdem gegeben sind. So, Peter ist ein Ausstoßventilträger. Dafür haben wir, nein, gar nicht, er hat ein Lock. Und zwar nehmen wir bei ihm das Össo Ice-Lok 214. Es gibt natürlich auch andere Typen wie das Bulldog Genesis oder das Ice-Lok 552 zur Verfügung. Ausstoßventil gibt es nur unseres. Dafür haben wir ein eigenes Ausstoßventil entwickelt, was direkt im Schaft integriert ist und auch hier die Vakuummöglichkeit selbst für den Testschaft bietet. Wichtig ist nur in der Anwendung, ihr braucht eine Kniekappe dazu. Dann seine Ausrichtung der Verbinder ist nach medial bei ihm, nicht nach lateral und auch nicht nach anterior. Und ich könnte jetzt hier reingehen, klicke auf Bestellung und die Bestellung ist weg. Also, wir haben jetzt die Bestellung abgeschickt. Ihr müsst euch jetzt um nichts mehr kümmern. Es liegt jetzt quasi alles in Invent Medicals Händen, die Modellierung zu machen, also die Konstruktionsdaten, Anfertigung. Das macht unser Algorithmus. Ihr braucht euch um wirklich nichts mehr zu kümmern. In ungefähr 3 Werktagen werdet ihr euer Produkt erhalten, so wie ihr es hier sehen könnt. Fertig zugeschliffen, mit Rand, alles fertig. Ihr könnt damit direkt eigentlich in die Patientenkabine gehen. Heißt also, Peter, ab mit dir in die Kabine. Wir montieren den Schaft um und dann geht es direkt weiter und Peter darf loslaufen. Also viel Spaß damit. Ciao.